Hallo! Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Weihnachtszeit. Das Jahr neigt sich jetzt langsam dem Ende zu und deswegen dachte ich mir, dass ich in diesem Video meine Jahresfavoriten vorstelle. Deswegen sind da auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, die ich noch nicht in Videos gezeigt habe. Und ich habe mir für meine Produkte des Jahres 10 Kategorien überlegt und habe für jede Kategorie jeweils ein Produkt ausgesucht, was für mich dieses Jahr einfach herausgestochen hat, was ich am meisten gemocht habe und euch auf jeden Fall weiterempfehlen würde. Das erste Thema ist Gesichtspflege und da habe ich zwischen dem Emma Hardy Cleansing Balm, welches ich euch schon sehr oft gezeigt habe, und diesen hier geschwankt, der Ren Glycolytic Radiance Renewal Mask. Und da habe ich mich am Ende für diese Maske entschieden, weil ich dafür einfach nichts Vergleichbares gefunden habe. Und von der Maske habe ich euch schon in meiner Hautpflegeroutine erzählt. Und zwar ist es eine Maske, die auf Fruchtsäuren basiert und die Haut so von toten, abgestorbenen Hautzellen befreit und einfach für strahlende Haut sorgt. Und das ist, was Gesichtspflege anbelangt, auf jeden Fall mein absoluter Favorit. Als nächste Kategorie hätten wir Gesichtsmake-up und da habe ich mich für die Le Teint Foundation von Yves Saint Laurent entschieden. Die habe ich besonders im letzten Winter, im Frühling und im Sommer gerne getragen. Und bei der Foundation habe ich echt so die meisten Komplimente bekommen. Die ist nicht sehr deckend, aber sie zaubert echt so den Glow aufs Gesicht und das Finish bei der ist sehr, sehr natürlich und man sieht einfach wie fast nicht geschminkt aus, aber trotzdem perfektioniert. Und deswegen ist sie echt so mein Favorit. Momentan benutze ich die Armani Foundation und da ist zum Beispiel das Finish eher so semi-matt und bei der einfach so, so glowy, aber jetzt nicht irgendwie glänzend oder so, aber wie gesagt, einfach sehr natürlich und strahlend. Und deswegen auf jeden Fall mein Favorit bei Gesichtsmake-up. Der nächste Punkt wäre ein Wangen- oder Puderprodukt und da ist mein Favorit das Hydra Powder von By Terry. Das ist ein Gesichtspuder, was auf Hyaluronsäure basiert, also sozusagen nicht nur mattiert, sondern auch pflegen soll. Also es wird sogar auch empfohlen, dass man es irgendwie über Nacht auf das Gesicht aufträgt und die Haut über Nacht quasi damit nährt. Das habe ich noch nicht so ausprobiert, würde ich glaube ich auch nicht machen, weil es für mich am besten einfach wirklich zum Fixieren von Make-up und zum Mattieren funktioniert. Schon beim Auftrag merkt man, dass es wie so ein Weichzeichner auf dem Gesicht wirkt. Also es lässt die Poren auf jeden Fall kleiner erscheinen. Und so über den Tag verteilt fixiert es mein Make-up ganz gut. Also ein bisschen Glanz kommt schon bis zum Ende des Tages durch, aber zumindest ist das Make-up an dem Ort, wo es sein soll und nicht irgendwie verrutscht. Also es ist halt sozusagen so ein bisschen glänzend geworden, aber trotzdem alles am richtigen Platz. Der nächste Punkt wäre Augen-Make-up und da habe ich mich für einen Mascara entschieden. Die Sache bei Mascaren ist, dass es sehr, sehr subjektiv ist. Also ein Mascara kann bei mir total gut funktionieren, bei den anderen wieder nicht. Zum Beispiel der Real Mascara von Benefit, der ist sehr, sehr beliebt, aber bei meinen Wimpern funktioniert der einfach nicht so gut. Da habe ich aber auf jeden Fall meinen Mascara gefunden, den ich wirklich gut finde, also für meine Wimpern. Und zwar ist es der Volume Effect Fossiles Mascara von Yves Saint Laurent. Und der lässt meine Wimpern sehr, sehr voll erscheinen, ohne sie zu verklumpen, verlängert ganz gut, trocknet nicht so schnell aus und ist für mich einfach bis jetzt der beste Mascara, den ich benutzt habe. Und den habe ich auch trotz des hohen Preises schon mal nachgekauft und werde ich wahrscheinlich, wenn dieser dann auch wirklich alle ist, auch wieder tun, weil der einfach sehr gut für mich funktioniert. Als nächste Kategorie wären die Lippen an der Reihe und da habe ich mich für den Lippenstift von Revlon entschieden in der Farbe Kiss Me Coral und das ist ein roter Lippenstift mit so einem orangenen Einschlag, also nicht so wie der Name sagt Coral, sondern eigentlich ein Rot, was einen Hauch von Orange in sich hat und auf meinen Lippen eigentlich wie so ein pures Rot meistens rüberkommt und das ist für mich echt so das perfekte Rot. Und ich habe zwar mehrere Lippenstifte, aber ich habe eigentlich fast immer nur den getragen, weil der einfach immer gut aussieht. Der ist jetzt nicht matt, sondern so, fast schon wie so ein normaler Lippenstift, also so ein bisschen glänzend. Die Deckkraft ist halt sehr gut und also es ist echt die Farbe, was diesen Lippenstift als absoluten Favorit für mich ausmacht und den werde ich auf jeden Fall auch im nächsten Jahr sehr oft tragen. Als nächstes kommen wir zu den Haaren und speziell zur Haarpflege. Und da ist mein Lieblingsprodukt das Shampoo, das Phytokeratin Shampoo von Phyto. Und das habe ich euch ja schon in meinem Haarpflegevideo gezeigt. Und das ist auf jeden Fall ein Shampoo, was sehr, sehr gut pflegt. Und zwar ohne Silikone,
nicht beschwert und meine Haare einfach wirklich zum Glänzen bringt. Und ich bezweifle fast schon, dass ich irgendwie auf ein anderes Shampoo umsteigen werde. Als nächste Kategorie hätte ich Hairstyling und da habe ich mich für ein Trockenshampoo entschieden. Und ich habe so ein paar Trockenshampoos bereits ausprobiert, zum Beispiel Batiste oder das von Rossmann oder jetzt das von der französischen Apothekenmarke und ja, irgendein anderes war da noch. Aber das, was für mich am besten echt herausgestochen hat, war das Trockenshampoo von Toni & Guy. Das ist, glaube ich, ja schon eins von den teureren Trockenshampoos. Ich glaube so 12 Euro, glaube ich. Aber es ist ziemlich groß, da sind 250 ml enthalten. Das hat auch bei mir wirklich lange gehalten und ich bin schon, also wenn man ein Trockenshampoo hat, dann ist man fast schon süchtig danach irgendwie. Nun zum Trockenshampoo. Das macht wirklich echt das absolute frische Gefühl in den Haaren. Also es ist echt so, als hätte man die Haare frisch gewaschen, wenn nicht sogar noch besser, als wenn sie frisch gewaschen sind. Der Duft ist richtig gut und ja, es hält nicht nur einen Moment, sondern wirklich ja, länger über den Tag verteilt, dass die Haare einfach voluminöser sind, als sie eigentlich sind. Ich werde im nächsten Jahr auf jeden Fall mal gucken, was es sonst noch so für Trockenshampoos gibt, aber bis jetzt ist echt das nicht zu toppen. Als nächstes hätten wir Körperpflege und da ist das Produkt vielleicht ein bisschen langweilig und zwar habe ich mich für ein Deo entschieden, für das Qigong Deo von Rituals. Da ist der Duft einfach super, super angenehm, sehr, sehr schön, müsst ihr auf jeden Fall im Laden ausprobieren und es ist sehr effektiv. Also es ist auch eine ziemliche Aluminiumbombe, also nicht unbedingt für jeden Tag, aber auf jeden Fall dann, wenn ihr wirklich absolut sicher sein wollt, dass ihr nicht doll schwitzt und gut riecht. Da ist das wirklich das Deo, finde ich. Und ja, das nächste Thema wäre Duft und da habe ich mich für das Parfum entschieden, was ich euch schon in meinem letzten Favoritenvideo gezeigt habe, und zwar das Molecule One Parfum von Eccentric Molecules. Ich will nicht weiter großartig darüber erzählen, auf jeden Fall finde ich den Duft klasse, der passt eigentlich echt übers ganze Jahr. Man muss bei ihm nur aufpassen, ich sprühe ihn nur noch auf Kleidungsstücken auf, aber trotzdem entfaltet er seinen Duft sehr gut, hält lange und einfach momentan voll mein Favorit. Als letzte Kategorie habe ich Nägel und da habe ich mich für einen Nagellack entschieden, den ich in meinem allerersten YouTube-Video auch anhatte und immer sehr oft darauf angesprochen wurde. Und zwar ist es der Nagellack von Essie in der Farbe Blanc. Ja, das ist einfach so ein totales Weiß einfach und zwar ein Weiß, was in einer einzigen Schicht schon total deckend ist, wie so ein Deckweiß fast schon. Und diese Farbe kommt am besten echt im Sommer raus, auf so gebräunter Haut. Und selbst im Winter habe ich es jetzt ausprobiert, gefällt mir nicht so gut wie im Sommer. Aber sonst in allen anderen Jahreszeiten ist das echt so, den könnte ich eigentlich die ganze Zeit tragen. Damit sieht jede Farbe von Schmuck gut aus, jedes Outfit passt dazu. Und deswegen ist das auf jeden Fall mein Nagelprodukt für 2013. So, das waren all meine Lieblingsprodukte vom Jahr 2013 in 10 verschiedenen Kategorien. Ich finde diese Art von Videos ja sehr interessant und bin durch Videos von anderen YouTubern im letzten Jahr auf Produkte gestoßen, die ich selbst sehr, sehr gut fand. Und ja, ich hoffe, es ist für euch auch sehr interessant gewesen und hilfreich. Und dann schreibt mir auf jeden Fall mal in den Kommentaren, was so euer Produkt 2013 war. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen guten Rutsch und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Tschüss! Reinkommen? Noch nicht? Okay, kannst! Und zwar werde ich in diesem Video 4 Pakete verlosen. Und ja, dann zeige ich euch mal nach und nach, was so diese Pakete sind.